Es sah erst nicht schlecht aus. Oh, Sechster hier. Das ist es. Kniebeuge. Oh, das Digga. Paar Kniebeuge hier auf dem freien Mann. Geil. Ein paar Liegestütze hier. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Ich baller hier. Das ist die Psychose, Alter. Um 2:32 Uhr morgens einfach Kniebeuge und Liegestütze auf dem freien. Doch dann wurden wir vom Spiel mürbe gemacht. Ich denke nicht, dass da ein Debuff drin ist. Ja. Das sieht mir schon sehr nach... Nein, das ist... Oh nein. 95, Digga. Es ist ein schwarzer Tag. Es ist ein sehr schwarzer Tag. Das ist jetzt eigentlich nur noch der Ingame-Selbstmord. Du musst nur überlegen, auf welche Art dir das am liebsten ist. Server Downer, aber jetzt ist es ja wieder hier. Unglaublich. Wir gaben auf, doch es sollte nicht das Ende sein. Ich weiß nicht, sind wir jetzt noch in der Lage dazu, das vernünftig noch irgendwie durchzuziehen? Nein. Es ist so ein Pilz-Waste. Ich merke das halt auch gerade. Ja, deswegen. So dumm, da passiert nur Scheiße. Es macht halt keinen Sinn gerade mehr so richtig in unserem aktuellen Zustand. Ja, ich würde wirklich, ich würde sagen, ja, fuck off. Dann geht die Challenge halt weiter. Ja. Die ist halt einfach nicht verloren, aber sie geht einfach nur weiter. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Ja, die Challenge, die wir uns gestern gestellt haben, zusammen mit dem Tuny, haben wir leider nicht geschafft. Aber wir haben uns auf jeden Fall beide gesagt, dass wir das definitiv nochmal angreifen wollen. Die Schmach wollen wir uns nicht geben, diese Erniedrigung, da müssen wir uns zwar jetzt mit leben, aber wir werden auf jeden Fall irgendwann das gemeinsam nochmal meistern. Für die Leute, die es vielleicht nicht ganz mitbekommen haben, worum es geht, wir haben gestern versucht, einen Zero Death Run live im Stream zu hitten und wir waren nachher beide schon, 11 Stunden, beziehungsweise mein Stream war 11 Stunden schon into it. Es war 5 Uhr morgens und beim Tuny war er auch schon, glaube ich, mit dem Official Stream 13 Stunden vorher live gewesen. Ja, hatte vorher gearbeitet. Ich hatte dann den Tag nur 3 Stunden gepennt. Es kam nachher nur noch Grütze raus, wir konnten nicht mehr klar denken. Der Legendary Dungeon hat uns mürbe gemacht, aber insgesamt haben wir 90 Runs zusammen erreicht und die Challenge ist es halt jetzt beim nächsten Mal, dass einer von uns einen legendären Zero Death Run schafft und wenn einer von uns das schafft, dann ist die Challenge vorbei. Das heißt, wir kämpfen und spielen nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und das werden wir auf jeden Fall nochmal in Zukunft wiederholen. Da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten losen wir den Gewinner aus von dem letzten Gewinnspiel. Da habt ihr fleißig dran teilgenommen. Bis heute sollte es ja noch laufen. Und wir werden das Ganze jetzt auch auflösen. Dazu gehen wir mal auf das Gewinnspiel. Das ist immer so fucking laut, es tut mir leid. Wir nehmen uns das Gewinnspiel hier raus, so, zack, und kopieren hier einmal die URL. Vielen lieben Dank an alle Leute, die teilgenommen haben. Wir haben 629 Kommentare, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und fügen hier den Link einmal ein. So, und haben hier noch einen Filter, da brauchen wir keinen weiteren Filter einstellen. Was nur wichtig ist, dass wir keine Duplikate erlauben. Das heißt, falls jemand von euch mehrmals geschrieben hat, nimmt er nicht mehrmals teil, sondern nur accountgebunden einmal nimmt jeder dran teil, sodass es quasi fair bleibt. Dadurch werden jetzt die einzelnen User rausgefiltert und mal schauen, wie viele es dann an uniken Usern quasi insgesamt sind. Es sind 621 Leute, die insgesamt teilgenommen haben. Also wir haben fast gar keine doppelten Kommentare. Und von denen picken wir jetzt einen Gewinner. Es kann immer nur einer gewinnen, es tut mir leid,
aber vielleicht klappt es beim nächsten Mal für alle anderen Leute. Es war auf jeden Fall nicht das letzte Giveaway, was wir in der Richtung geplant haben. Da kommt, wenn es so weiterläuft wie bisher mit dem ganzen Creator-Code-Support, den ihr mir entgegenbringt, dann wird es auch monatlich so weiterlaufen. Deswegen ein kostenloses Abo lohnt sich, damit ihr hier in Zukunft auch nichts weiter verpasst. Und deswegen, gucken wir mal, wer jetzt gewonnen hat. Und der Gewinner ist Kartox94. Vielen Dank für den Support. Ich freue mich sehr auf den neuen Legendary Dungeon. Mal sehen, was drin ist. Herzlichen Glückwunsch an dich, Kartox94. Du hast gewonnen. Die 100 Euro gehen an dich. Bitte melde dich bei mir auf Discord oder Instagram. Beides findest du in der Videobeschreibung. Und dort mich bitte einmal kontaktieren. Dann gehen wir noch eine kleine Prüfung durch, dass du es dann auch wirklich bist. Ja, und dann kriegst du von mir 100 Euro Paysafe-Guthaben. Vielen lieben Dank wirklich an jeden Einzelnen, der an der Challenge an dem Gewinnspiel teilgenommen hat. Wie gesagt, es ist nicht das letzte. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr ereignisreiches Wochenende gewesen und es hat ja gerade erst gestartet, ne? Also wir haben auf dem Main natürlich hier auch noch ein bisschen was vor, obwohl wir hier das meiste auch schon gemacht haben, ne? Also wir haben hier auf dem Main mittlerweile jetzt schon 3 Milliarden Gold durch den Legendary Dungeon gemacht. Allerdings zählen da auch nicht die Items mit rein, also das ist quasi pures Gold aus den Kisten, was wir hier bisher zusammengefarmt haben. Und haben alleine auf dem Main 24 Runs gemacht. Wir haben das Ganze ein bisschen gesplittet mit der Challenge gestern im Livestream. Wer sich das Ganze auch vielleicht nochmal im Nachhinein angucken möchte, kann das auch sehr gerne tun. Der gesamte Livestream ist noch online. Was da auch so ein bisschen mit reingespielt hat, war nachher so der Zeitdruck. Ich war ja insgesamt 11 Stunden online und ab 12 Stunden hat YouTube halt die Problematik, dass die VODs, also die Videos, nachdem sie aufgezeichnet worden sind, noch online bleiben. Aber das geht nur bis zu maximal 12 Stunden von einem Livestream. Das heißt, ich hätte, nachdem ich 12 Stunden gestreamt hätte ich auch noch weiter streamen können. Der Livestream wäre auch noch online geblieben. Das wäre alles kein Problem. Aber alles, was nach Stunde 12 kommt, wird quasi gecuttet. Da kommt einmal ein Schnitt rein von YouTube selbst und alles, was danach kommt, wenn ich jetzt zum Beispiel anstatt 12, 15 Stunden streame, ja, dann sind die 3 Stunden von den 15 Stunden insgesamt wären dann nicht mehr verfügbar. Das heißt, man kann quasi nur bis zur Stunde 12 gucken, 13, 14, 15 wären dann leider nicht mehr auf YouTube so zu sehen und das wäre halt sehr schade, wenn ich halt zum Ende des Streams einen Zero Death Run raushau und ich kann mir den dann nicht mal speichern oder im Nachhinein anschauen oder nochmal hochladen auf YouTube als Highlight oder so, weil halt eben das VOD nicht weiter als bis zu 12 Stunden geht. So, und da hatte ich dann auch so gedacht, okay, maximal 12 Stunden Stream, das ist so das höchste aller Limits, aber man muss dazu sagen, wir waren nachher auch wirklich so Matsche im Kopf, dass wir halt gar nicht mehr klar denken konnten. Wir hatten auf jeden Fall, wie ihr gesehen habt, unsere Höhen und Tiefen gehabt. Es war sehr spannend, es war auch sehr lustig gewesen. Das weiteste war ein Run von mir, den ihr gesehen habt. Ich bin bis zur Etage 95 gekommen, ohne einmal zu sterben und dann hat es mich leider weggeknallt. Dann hatte ich auch nochmal, glaube ich, einen 75er Run und einen 60er Run und so. Ich glaube, Tuny war bei 62. Aber insgesamt ist das ja alles auch relativ egal, weil wir halt eben das Ziel so nicht erreicht haben. Aber wie gesagt, das Ganze wollen wir nicht auf uns sitzen lassen. Es war sehr lustig auf jeden Fall gewesen und wir werden das in Zukunft definitiv auch nochmal anpacken. Und dann werde ich auch hoffentlich meinen 5. Zero Death Run dann meistern. Es ist wirklich... Ja, ich hätte gedacht, es wäre leichter, aber es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Es ist halt verdammt random und ziemlich zufallsbasiert und die 4 Zero Death Runs, die ich bisher auf der Zeituhr habe, auf der Uhr, ja, keine Ahnung, die ich bisher schon so gemeistert habe, die sind halt auch alle random entstanden. Also ich bin in kein Run reingegangen und habe gesagt, okay, jetzt mal ein Zero Death Run. Die sind nachher so, weiß ich nicht, bei Ebene
40, 50 so entstanden, wo ich gesehen habe, okay, ich bin noch kein einziges Mal gestorben. Jetzt könnte man wirklich mal darauf achten, dass ich hier ohne Tod durchkomme. Aber die ersten Etagen, die bin ich immer random durch, ohne mir zu sagen, okay, ich force jetzt den Zero Death Run, das habe ich nicht gemacht. Jetzt haben wir ihn ja wirklich versucht heraufzubeschwören, hat nicht geklappt. Ja, wie das immer so ist. Naja, ansonsten hatte ich gestern beim Würfelspieler hier auch richtig gutes Glück gehabt, muss ich mal so sagen. Wir haben hier einen 5er-Pasch Kristalle gewürfelt, was umgerechnet für mich beim doppelten Event 52.000 Kristalle macht. Das ist jede Menge und das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ja, generell vielen lieben Dank für alle Leute, die auch gestern im Livestream dabei gewesen sind, für den kranken Support mal wieder. Das weiß ich sehr zu schätzen und ich wünsche euch trotzdem auch noch weiterhin viel Glück mit dem legendären Dungeon. Auf dem Main bin ich soweit erstmal durch. Hier gibt es jetzt nichts mehr, was man so holen könnte. Großartig, was Legis angeht. Die anderen Accounts muss ich noch ein bisschen pushen, aber auch da habe ich schon gesehen, okay, es gibt nicht mehr allzu viel zu holen. Auf dem Battle Mage mache ich mit den neuen Items vielleicht 30 Stats oder so. Das ist auch gar nichts auf dem Bereich oder in dem Bereich. Und deswegen... was wir bald erreicht haben, sind hier die 300.000. Das wird nochmal bald der nächste Meilenstein werden, aber ansonsten, war es das soweit von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.